Okay Leute, Forza Horizon 5 ist da. Erstmals für PS5. Und das bedeutet, eins der besten oder vielleicht sogar das beste Open-World-Rennspiel gibt es jetzt endlich für PlayStation. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil das Video hier gesponsert ist. Das ist meine ehrliche Meinung. Also, was macht Forza Horizon 5 so besonders? Kommen wir zuerst zur Technik, denn hier gibt's gute Nachrichten. Forza Horizon 5 läuft auf der PS5 absolut flüssig. Das Spiel bietet eine stabile 60 FPS Performance, kurze Ladezeiten und eine gestochen scharfe Auflösung. Es gibt zwei Grafikmodi, einmal den Performance-Modus mit 60 FPS und einmal den Qualitätsmodus mit 30 FPS und verbesserter Auflösung. Ich bin ja kein Freund von 30 FPS, aber der Qualitätsmodus, der hat einen echt guten Motion Blur, den ihr zuschalten könnt. Und damit fällt das vielleicht einigen gar nicht auf, dass das mit 30 läuft. Aber ich fahre lieber mit stabilen 60 FPS. Im Forza Vista Showroom gibt es außerdem Raytracing, sodass ihr eure Fahrzeuge in krasser Detailtiefe auch bewundern könnt. Die PS5-Hardware wird also passend ausgenutzt. Auch der DualSense-Controller, denn der liefert haptisches Feedback und vor allen Dingen merkt ihr beim Anbremsen den Widerstand am adaptiven Trigger auf der L2-Taste. Richtig gut ist auch, dass Forza Horizon 5 auch gängige PlayStation-Lenkräder unterstützt. Zum Beispiel mein Fanatec-Lenkrad funktioniert problemlos, sogar mit Force Feedback. Mehr Lenkräder muss ich noch testen, wenn euch das interessiert. Kommen wir zur PS5 Pro. Hier gibt es dann Raytracing sogar in den Rennen und in der Open World. Allerdings nur im Qualitätsmodus bei 30 FPS. Im Performance-Modus auf PS5 Pro läuft das Ganze dann in stabilen 60 FPS. Der Performance-Modus auf PS5 Pro ist genauso detailreich wie der Qualitätsmodus von der normalen PS5. Allerdings läuft der mit doppelter Framerate, also mit 60 FPS statt 30 FPS. Wie gut fährt es sich? Forza Horizon 5 ist kein reiner Arcade-Racer, aber auch keine Hardcore-Simulation. Es liegt so irgendwie dazwischen. Es hat genug Fahrgefühl, dass sich jedes Fahrzeug auch unterscheidet und das merkt ihr auch sofort. Der Untergrund, das Gewicht des Autos, Bereifung, alles spielt hier eine Rolle. So ein Hennessy Mammut fährt sich halt auch komplett anders als eine Hoonigan Driftmaschine. Logisch. Auch der Untergrund ist da mitentscheidend. Und das ist ja das Geniale. Das ist ja eine Open World. Das heißt, ihr seid nicht auf die Straßen beschränkt, sondern ihr könnt auch querfeldein rasen. Und das bockt mal so richtig, quer durch die Natur, Wüste oder Strand zu heizen. Das Fahrverhalten könnt ihr aber auch selbst beeinflussen, denn die ganzen Wagen lassen sich alle aufrüsten und tunen. Und wenn ihr wollt, fahrt ihr auch mit ABS und Traktionskontrolle. Wer es realistisch will, stellt dann alles ab und arbeitet mit manueller Schaltung und Simulationssetup. Außerdem habt ihr massig zu tun. Es gibt unglaublich viele Rennevents, wenn ihr mal auf die Karte schaut. Da schaltet sich immer wieder Neues frei. Es gibt Rundenrennen, Sprintrennen von Punkt A nach Punkt B oder Zeitrennen. Als Checkpoints dienen da Flaggen oder Leuchtfeuer. Und das Coole ist, die müsst ihr nicht unbedingt durchfahren. Es reicht schon, wenn ihr die nur leicht streift, damit das zählt. Und so könnt ihr diese abgesteckten Kurse ein wenig abkürzen. Aber wenn ihr mal einen Checkpoint verpasst, dann ist das auch kein Problem. Dann drückt ihr Dreieck und dann wird das Geschehen nämlich zurückgespult für einige Sekunden. Und so könnt ihr dann jederzeit wieder einsteigen und könnt eure Fahrfehler ausmerzen. Was gibt's noch? Die Rennen finden nicht nur auf der Straße statt, sondern auch querfeldein, auch dann mit passenden Offroad-Vehikeln. Dann gibt es noch Drift-Challenges mit Punktejagd und ihr könnt auch eigene Events im Event Lab erstellen und online verfügbar machen. Das heißt, ihr baut euch eigene Rennen mit Checkpoints und Bots und könnt ihr dann eben mit Kumpels teilen. Eure Kumpels könnt ihr auch online treffen in der Welt und die auch dann herausfordern, wenn ihr sie trefft. Online und Multiplayer ist hier nahtlos integriert. Entsprechend gibt es auch Multiplayer-Events, wie zum Beispiel Battle Royale mit Autos oder auch zeitlich begrenzte Veranstaltungen, wo ihr zusammen mit Online-Kumpels Punkte einsammelt. Außerdem sind in der Open World auch Stunts, Blitzer, Rampen, Bonusschilder überall verteilt, also könnt ihr euch da auch auf Schnitzeljagd machen. Obendrein gibt es dann noch Scheunenfunde, in denen Autos versteckt sind, aber diese Scheunen müsst ihr erstmal finden. Und als Einsteiger werdet ihr fast erschlagen mit den ganzen Möglichkeiten hier. Dann gibt es noch zwei große Erweiterungen, die auf einer eigenen Karte spielen, nämlich Hot Wheels und Rally Adventure. Die sind allerdings jetzt nicht in der Standard Edition enthalten, denn diese Erweiterungen gibt es separat im PlayStation Store oder in der Premium Edition. In der Premium Edition, da gibt es dann auch
über 40 zusätzliche Wagen plus Wagen aus der Deluxe Edition und eben diese 2 Erweiterungen Hot Wheels und Rally Adventure. Und meiner Meinung nach kauft ihr euch entweder die Standard Edition oder gleich die Premium Edition, weil es dort die Erweiterungen gibt. Die Deluxe macht hier nicht ganz so viel Sinn. Und dann gibt es aber auch noch das kostenlose Horizon Realms. Das ist ein Update, das euch 12 weitere Events liefert. Und die gab es bisher zeitweise nur auf der Xbox und dem PC. Und jetzt sind diese Event-Locations auch auf allen Plattformen permanent verfügbar, also auch auf der PS5. Und hier gibt es dann Driftparks, Stuntzonen, Offroad-Arenen und neuerdings auch das Horizon Stadium. Hier könnt ihr euch auch austoben mit Stunts, Drifts, Minispielen. Bei Horizon Realms gibt es zur Belohnung dann auch noch 4 neue Wagen, 2 Lamborghinis, den Lotus Exige und den Hennessy Mammut. Und ja Leute, es ist dezent verwirrend, wie viel Bonus-Content hier bereits schon drin steckt. Das liegt natürlich auch daran, dass das Spiel seit 3 Jahren schon auf der Xbox draußen ist und es wird ja bis heute von den Entwicklern weiter gepflegt und mit Inhalten versorgt. Weiter geht's mit einem der größten Highlights von Forza Horizon 5, dem Fuhrpark. Euch stehen fast 900 Fahrzeuge zur Verfügung und damit ist Forza Horizon 5 eins der umfangreichsten Rennspiele überhaupt. Mit dabei sind Klassiker wie der 1969er Dodge Charger oder auch moderne Wagen wie der Porsche 911 GT3, Supersportwagen wie der Koenigsegg Jesko oder auch Hypercars und exotische Wagen wie der vollelektrische Rimac Nevera. Es gibt krasse Offroad-Vehikel wie Baja Racer, Trophy Trucks oder Wüstenbuggies. Und ihr könnt diese ganzen Wagen auch anpassen, optisch wie technisch. Und im Bereich Tuning hat Forza Horizon erstaunlich viel Tiefe. Ihr könnt Getriebe, Fahrwerk, Dämpfer, Stabilisatoren, Reifen und so weiter einstellen. Außerdem gibt es Upgrade-Pakete, damit ihr eine bestimmte Leistungsstufe erreicht. Und natürlich lassen sich auch optische Anpassungen vornehmen. Frontspoiler, Heckspoiler, Felgen, alles austauschbar. Außerdem könnt ihr mit dem Luck Editor auch eure Fahrzeuge vollständig individuell gestalten und eure Designs auch online stellen. Und nicht zuletzt gibt es auch noch ein Online-Auktionshaus, wo ihr eure individuellen Fahrzeuge auch noch versteigern könnt an andere Spieler. Die Welt von Forza Horizon 5 spielt in Mexiko. Das ist nicht nur die größte Karte der Reihe, sondern auch die abwechslungsreichste. Es gibt 11 unterschiedliche Regionen, sogenannte Biome. Die bieten jetzt nicht nur optisch viel fürs Auge, sondern die beeinflussen auch das Fahrverhalten. Ihr startet oben auf einem aktiven Vulkan, La Gran Caldera, mit Schnee, Serpentinen und einer grandiosen Fernsicht. Es geht in den Süden in den Dschungel, was eigentlich perfekt ist für Rallye und für Erkundung. Dann gibt es auch eine Sandwüste im Westen und natürlich auch Highspeed-Straßen, wo ihr dann eure Wagen wirklich auf 400 km/h oder mehr ausfahren könnt. Oder ihr cruist lieber an der Tropenküste im Osten entlang, da gibt es dann Palmen und Meerblick. Daneben gibt es dann noch Orte wie die Stadt Guanajuato, das ist natürlich der perfekte Ort fürs Street Racing. Gerade in den Städten kommt die Charakteristik von Mexiko super herüber, also ihr fühlt euch echt wie im Urlaub. Obendrein gibt es ja auch noch Radiostationen, damit ihr den passenden Soundtrack zum Rasen habt. Es gibt 8 Radiostationen mit insgesamt 100 Songs. Und das alles in verschiedensten Musikgenres. Die ganze Welt hat ein dynamisches Wettersystem mit Regen, Nebel, Sandstürmen und auch Tag- und Nachtwechsel. Und dann gibt es auch noch verschiedene Jahreszeiten, die wirken sich allerdings nicht so wirklich auf die Grafik aus, sondern mehr auf die entsprechenden Events. Denn pro Saison gibt es eine andere Festivalspielliste, also verschiedene Challenges, die ihr machen könnt. Und wirklich jede Aktivität wird vom Spiel belohnt. Das reicht schon, wenn ihr irgendwo driftet, wenn ihr irgendwo dagegen fahrt. Ihr kriegt instant Punkte, XP und ihr könnt damit eure Fahrerstufe steigern. Dann kriegt ihr auch einen Wheelspin oder einen Super Wheelspin, wo ihr dann auch noch Preise abstauben könnt. Dazu könnt ihr auch noch die Stufe von eurem Auto steigern und da Fähigkeiten freischalten. Und je mehr Wettbewerbe ihr absolviert, desto mehr schaltet sich dann auch noch frei. Das heißt, ihr seid eigentlich immer beschäftigt und das motiviert einfach zum Weitermachen, weil es immer wieder was Neues gibt und ihr immer belohnt werdet. Wie gut ist Forza Horizon jetzt wirklich? Es hat für mich die beste Open World aller Rennspiele und es ist keine echte Simulation, aber das ist auch seine Stärke. Denn es bietet viel Freiheit, es ist schnell zugänglich, hat aber auch genug Charakter und Spieltiefe. Das Spiel lässt sich einfach spielen, ohne euch zu nerven.
Jedes Spielelement ist einfach auf Spaß getrimmt. Und auf PS5 bekommt ihr außerdem die aktuelle Vollversion mit allen Erweiterungen und keine abgespeckte Fassung. Gibt's Kritik? Ja klar. Die Menüs sind immer noch recht verschachtelt, ich suche immer noch bestimmte Optionen jedes Mal wieder. Das Schadensmodell bringt höchstens Dellen- und Lackkratzer, aber auch nicht mehr. Und der Festivalcharakter und die Partystimmung ist vielleicht auch nicht was für jeden. Aber das sind echt nur Kleinigkeiten. Und deshalb ist Forza Horizon 5 definitiv eine Kaufempfehlung für PS5. Es sei denn, ihr habt das bereits schon auf der Xbox oder auf PC, denn ihr bekommt hier auf PS5 nichts Neues. Es ist inhaltlich die identische Version. Also eine klare Kaufempfehlung auf PS5. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil dieses Video gesponsert ist. Nein, da stehe ich auch dahinter. Ihr werdet mit Forza Horizon 5 fett Spaß haben. Echt jetzt.